Es ist schwer, mit deinem Haustier nicht ein wenig das Essen zu teilen, aber du kannst deinem Tierfreund damit auch mehr schaden, als Gutes zu tun. Hier sind 9 überraschende Nahrungsmittel, die für dein Haustier gefährlich sein könnten. Nummer 9. Macadamia-Nüsse. Ähnlich wie bei Trauben sind sich Experten nicht sicher, wie viel Macadamia-Nüsse dein Hund essen kann, bis er krank davon wird. Aber sie wissen eines: Macadamia-Nüsse sind giftig und du solltest sie definitiv von deinem Hund fernhalten. Laut einer Studie von den italienischen Gelehrten Cortinovis und Caloni kann dein Hund für jedes Kilogramm, das er wiegt, 7 Gramm Macadamia-Nüsse essen, bis er wegen Vergiftung stirbt. Das mag zwar nicht nach viel klingen, speziell wenn du einen kleinen Hund hast, aber jeder Hundebesitzer weiß, dass es 3 Adjektive gibt, die das Essverhalten eines Hundes beschreiben, nämlich alles, viel und schnell. In anderen Worten können auch nur ein paar Sekunden an Abwesenheit darin enden, dass er eine schädliche Menge von etwas isst, das er nicht essen sollte. Obwohl es unbekannt ist, weshalb Macadamia-Nüsse so gefährlich für Hunde sind die Auswirkungen klar. Es kann in unterschiedlichen Nebenwirkungen enden, an welchen du nicht möchtest, dass dein Hund leidet, wie Depressionen, Schwäche, Hyperthermie und Erbrechen, sowie neurologische Symptome wie Ataxie oder den Kontrollverlust über die Körperbewegungen. Glücklicherweise sind Macadamia-Nüsse nicht dafür bekannt, für aufgezeichnete Hundetodesfälle verantwortlich zu sein und die meisten Hunde erholten sich innerhalb der ersten 2 Tage. Aber nur mit tierärztlicher Versorgung. Also wenn dein kleines Hündchen mit den Pfoten nach Macadamia-Nüssen greift, dann bring ihn oder sie am besten zum Tierarzt, sodass sie sich bald davon erholen können. Nummer 8. Zwiebeln und Knoblauch. Knoblauch und Zwiebeln oder andere Mitglieder des Lauchgewächses wie Frühlingszwiebel oder Schalotten sind ein definitives Nein für beide Haustiere, Hunde sowie Katzen. Sie beinhalten etwas, das als Thiosulfat bekannt ist, welches für sie in jeder Form giftig sein kann, auch frisch, gekocht, getrocknet oder als Puder. Die Aufnahme von Lauchgewächse kann deren Sauerstoffzufuhr beeinträchtigen, was dazu führen kann, dass die roten Blutkörperchen von Hunden oder Katzen platzen, was wiederum zu ernsthafter Anämie und sogar in Organschäden enden kann. Blutiger Urin und Gastroenteritis, auch als Magen-Darm-Grippe bekannt, können nur 2 von vielen schlimmen Reaktionen deines Hundes oder deiner Katze sein. Katzen und japanische Hunderassen sind besonders empfindlich gegenüber den Nebenwirkungen, wenn sie Zwiebeln oder Knoblauch zu sich nehmen. Obwohl Knoblauch ein beliebtes Nahrungsergänzungsmittel für Pferde ist, wird empfohlen, es nur deinem Pferd zu geben, auch in geringen Mengen, da sie auch an Nebenwirkungen von Lauchgewächse leiden können. Nummer 7. Trauben und Rosinen. Manche Tiere können qualvolle und potenziell tödliche Nebenwirkungen erleben, wenn sie Trauben und Rosinen fressen. Einige dieser Nebenwirkungen können Nierenversagen, Durchfall und Erbrechen sein. Obwohl Katzen nicht dafür bekannt sind, von Trauben krank zu werden, sind Hunde sehr gefährdet und können diese Symptome sofort durchleben, nachdem sie nur eine kleine Traube oder Rosine gegessen haben. Trauben sind sehr hoch gereiht, wenn es zu den giftigsten Nahrungsmitteln für Hunde kommt. Eine Überprüfung einer Studie der italienischen Forscher Cristina Cortinovis und Francesca Caloni ergab, dass manche Hunde mehr von den Nebenwirkungen von Traubenprodukten betroffen sind als andere. Eine weitere Überprüfung wurde im Journal Frontiers in Veterinary Science in 2016 veröffentlicht und zeigte, dass einige Hunde bereits schon starben, da sie einige Trauben aßen. In manchen Fällen nur 4 oder 5. Andere Hunde zeigten jedoch keine Symptome, auch wenn sie eine viel größere Menge zu sich nahmen. Aber es wird definitiv als Risiko gesehen. Jeder Hundeliebhaber würde zustimmen, dass man Hunden nie Trauben füttern sollte. Wenn es jedoch passiert, dass dein Begleiter einige davon erwischt, dann geh sofort zum Tierarzt. Nummer 6. Avocado. Die Schale und Blätter einer Avocado beinhalten öllösliche Gifte, die als Persine bekannt sind, an welchen viele Haustiere erkranken können, wenn sie konsumiert werden, und sie können auch tödlich sein. Unter ihnen sind Vögel, Esel, Hasen, Pferde, Schafe und Ziegen. Tiere, die diesen Stoff zu sich nehmen, können Symptome wie Atemnot, Überlastung, die Ansammlung von Flüssigkeit um das Herz erleben und sogar daran sterben. Ohne die Schale und die Blätter kann eine Avocado sicher von Hunden konsumiert werden. Es ist in Ordnung als Hundenahrungsmittel, wenn diese Teile entfernt werden. Hunde haben ein geringes Risiko daran zu erkranken, viel geringer als Tiere wie Pferde und Vögel. Und es ist auch möglich, dass Katzen tolerant gegen die giftige Chemikalie sind. Nummer 5. Xylit.
Obwohl es ein Nahrungsergänzungsmittel ist, sollte man es auf keinen Fall dem Haustier geben. Denn speziell Xylit ist giftig und man sollte damit mit äußerster Vorsicht umgehen. Xylit wird für einige zuckerfreie Produkte verwendet, wie Kaugummi, Süßigkeiten und Gebackenes. Aufgrund von den antibakteriellen Eigenschaften wird Xylitol auch in Zahnpflegeprodukten verwendet. Xylit wird nicht als großes Risiko für Katzen gesehen, aber kann der Gesundheit deines Hundes schwer schaden. Trotzdem sollte man es nie einem Tier geben, ganz egal welches. Es ist am besten für den Insulinausschuss bekannt, was in Leberversagen und in einer Abnahme vom Blutzuckerspiegel enden kann. In anderen Worten kann es zu einer ernsthaften Hypoglykämie führen. Je mehr Xylit dein Hund frisst, desto lebensgefährlicher kann es sein. Also, bevor du deinem kleinen Hündchen 1 oder 2 Löffel voll mit Erdnussbutter gibst, vergewissere dich, das Label zu lesen. Denn wenn es zu deinen besten Freunden kommt, dann kann man nie vorsichtig genug sein. Zeichen einer Xylitvergiftung in Hunden können Erbrechen, Trägheit, Verlust von Koordination oder Anfälle sein, in welchem Fall du unbedingt zum Tierarzt gehen musst. Denn in nur wenigen Tagen kann es bereits schon zu Leberversagen kommen. Nummer 4. Milchprodukte. Sind wir mal ehrlich, Katzen lieben Milch. Und es ist verlockend, deinem flauschigen Tierchen auch einige Male etwas Milch zu geben. Aber du solltest den meisten Tieren keine Milchprodukte geben, wie Hunden, Pferden und ja, Katzen. Katzentiere können Laktose nicht so leicht verdauen und bekommen somit eine Magenverstimmung und Durchfall, wenn sie Milch oder andere Milchprodukte konsumieren. Junge Katzen trinken die Milch ihrer Mutter nur in den ersten paar Wochen. Dann gewöhnen sie sich daran, ohne es zu leben. Und wenn du deiner Katze wieder Laktose gibst, dann kann ihr Verdauungssystem nicht so gut damit umgehen. Es ist wahr, dass einige Katzen Milch besser verdauen als andere. Aber es ist am besten, du gibst es ihnen gar nicht. Hunde lieben Käse auf dieselbe Weise wie Katzen Milch lieben. Aber es ist wichtig, ihnen nicht zu viel davon zu geben. Manche Hunde sind sensibler als andere. Aber jeder Hund, der zu viel Käse frisst oder zu viel eines anderen Milchproduktes, kann Verstopfungen, Erbrechen oder Durchfall erleiden. Wenn du regelmäßig deinem Hund Käse gibst, dann kann er langzeitige Nebenwirkungen erleiden, wie Übergewicht und gastrointestinale Probleme. Nummer 3. Alkohol. Obwohl es die meisten Menschen als Hausverstand bezeichnen, dass man einem Tier keinen Alkohol gibt, gibt es viele Menschen, die deren Haustier manchmal an ein bisschen probieren lassen. Die meisten wollen ihren Tieren damit nicht schaden, aber sie realisieren vermutlich auch nicht, dass sie ihrem Hund oder ihrer Katze damit schaden können, denn die Ausmaßen von nur einem Schluck Bier können drastisch sein. Ein Löffel eines alkoholischen Getränkes kann eine Katze in ein Koma versetzen. Andere Nebenwirkungen können Erbrechen, Atemnot, Durchfall, Zittern und Lungenversagen sein. Hunde und andere Tiere können genauso an diesen Nebenwirkungen leiden. Ihr Blutspiegel kann sinken und ihr Blutdruck sich erhöhen, sowie auch die Körpertemperatur. Du solltest deinem Tier nicht nur kein Alkohol geben, aber du solltest ihn auch zum Tierarzt bringen, wenn dieser etwas Alkoholisches erwischt, denn es kann auch unbeabsichtigt passieren. Nummer 2. Tomaten. Tomaten sind ein riskantes Geschäft, wenn man über Hunde redet. Reife Tomaten sind eigentlich sicher für Hunde, deren blättrigen grünen Teile jedoch nicht. Unreife Tomaten sind auch gefährlich, wenn sie diese verzehren. Beide Tomatenpflanzen und unreife Tomaten enthalten eine Chemikalie, die Solanin genannt wird und giftig für Hunde ist. Es kann zu Verwirrung, Trägheit, Schwäche und gastrointestinalem Elend führen. Pferde können auch an den grünen Teilen einer Tomate erkranken, was die Darmfunktion verlangsamt und Kolik verursachen kann. Deren Speichelproduktion und deren Darmmotilität werden durch eine andere Chemikalie in Tomaten namens Hyoscyamin beeinträchtigt, was auch zu schnellem Herzklopfen, Verstopfung und Durchfall führen kann. Nummer 1. Hefeteig. Roher Brotteig kann für Hunde und Katzen gefährlich sein, da es den Magen vergrößert, nachdem es verdaut wurde. Das kann zu milden Symptomen wie einen aufgeblähten Magen sowie einen Krampf führen, was wie ein lebensgefährlicher Notfall behandelt werden sollte. Tiere können auch von rohem Brotteig betrunken werden, da der Hefeteig im Verdauungssystem vom Blutkreislauf absorbiert wird. Wenn das passiert, dann kann es zu ähnlichen Auswirkungen wie beim Alkohol kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kennst du noch weitere Nahrungsmittel, die du deinem Haustier nicht geben solltest? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen und bis zum nächsten Mal.